Bei meinem letzten Video haben wir uns diese wunderschöne Eaton DSP-Endstufe angeschaut. Das ist die Eaton Stealth 7.1 DSP. Wir haben uns die Anschlüsse angeschaut, alles mögliche. Video verlinke ich wie immer. Und heute wollen wir mal ein wenig auf die App eingehen. Es gibt ja, so wie ich letztes Mal gesagt habe, für diese Endstufe auch eine App. Und die probieren wir jetzt einfach mal aus. Da die Endstufe noch hier liegt, kann ich mich mit meinem Handy jetzt noch nicht damit verbinden. Aber die App kann auch quasi einmal eine Trockenübung machen. Das heißt, wir gehen durch alle Menüs durch und ich versuche ein bisschen zu erklären, was ist. Wir starten einfach mal die App. Ich habe sie hier auf meinem Bildschirm. Und wir werden mit dem Hauptbildschirm begrüßt. Das heißt, wir sehen erstmal zwei große Regler, das Main-Volumen und den Subwoofer-Volumen und eine Mute-Taste. Das heißt, die Mute-Taste können wir auch noch ausmachen und wir können hier auch eine Reglern hoch und runter spielen, entsprechend lauter und leiser zu machen. Minus 60 ist jetzt der Mute-Pegel, heißt, da wird jetzt nicht viel passieren. Hier unten sehen wir quasi 4 Icons. Diese 4 Icons zeigen alles, was die App jetzt erstmal kann. Über Mode haben wir Analog, SPDIF und Streaming. Das sind unsere 3 verschiedenen Eingangsmöglichkeiten. Das heißt, wir können der Endstufe sagen, hol dir das Signal über den Analogkanal, hol dir das Signal über den Digitalkanal oder hol dir das Signal über Streaming. Bei mir wird es wahrscheinlich hauptsächlich auf SPDIF laufen. Werden wir dann halt sehen, wie es eingebaut ist. Der Connect-Knopf ist natürlich dafür da, um sich halt mit der Endstufe zu verbinden. Die liegt hier. Verbindung ist im Moment ein bisschen schwierig. Aber wenn das auch eingebaut wird, dann können wir da auch dran. Wir gehen weiter auf den Setup. Im Setup haben wir einen Preset Manager. Heißt, wir haben standardmäßig 2 verschiedene Presets in dem Gerät. Das heißt, wir können 2 verschiedene Einstellungen speichern. Komplett alles, was wir gleich noch konfigurieren über Tuning, können wir hier in 2 verschiedenen Presets speichern und haben hier unten die Möglichkeit, die Sachen quasi nochmal extern abzulegen, zu verschicken oder andere Sachen zu laden. Da wir noch nichts haben, an der Stelle noch langweilig. Das, wo es interessant wird, ist der Tuning-Bereich. Im Tuning-Bereich haben wir 3 verschiedene Sachen. Das erste, wo wir uns reinklicken, ist der Input-Level. Und da können wir tatsächlich für unsere einzelnen Eingänge, die wir haben, das heißt die ganzen Analog-Eingänge und den Digitaleingang sagen, okay, wie laut soll der ganze Spaß denn überhaupt sein. Der zweite Bereich im Setup sind die Preferences. Wenn wir da mal reingehen, haben wir mehrere Einstellmöglichkeiten. Als erstes ist die Einstellung, ob wir die Fernbedienung angeschlossen haben. Wenn wir die Fernbedienung angeschlossen haben, empfiehlt es sich hier, das auch zu aktivieren, ansonsten funktioniert die nicht. Dann haben wir zweimal Lautstärke-Einstellungen, und zwar können wir den Eingangspegel nochmal verstärken und den Ausgangspegel verstärken. Ist natürlich, muss man vorsichtig mit umgehen, weil nicht, dass wir am Ende übersteuern und irgendwie ein unsaubers Signal rauskriegen. Die Option SPDIF Out ist jetzt in dieser App auch vorhanden, ist aber in der Endstufe nicht vorhanden, weil diese Option funktioniert nur bei der Eaton 150.4 DSP Endstufe. Das heißt, an der Stelle werde ich die auch gar nicht benutzen können. Dann gibt es noch die Möglichkeit einzustellen, wie die Filter angesprochen werden. Da gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Option ist tatsächlich, ich sag mal, der Standard für alle DSPs, die es bisher so gab. Die weiteren Definitionen, die es hier gibt, ich werde es mir versuchen anzuhören, wenn ich es halt irgendwie habe. Die Infos, die ich habe, sind, dass man eigentlich den Unterschied kaum hört, aber tatsächlich Möglichkeiten hat, feiner zu dosieren. Soweit ich weiß, hat der Helix DSP das neuerdings auch schon. Dann haben wir zweimal, ich gehe nochmal zurück, dann haben wir zweimal LED-Color-Setups. Das ist sehr interessant, weil sowohl die Endstufe als auch die Fernbedienung, die wir letztes Mal hatten, haben eine RGB-LED. Das heißt, hier an der Stelle zum Beispiel ist eine LED eingebaut und die strahlt so ein bisschen über diese Endstufe drüber. Und wir können tatsächlich unsere Farben frei einstellen. Das heißt, wir gehen auf Amp und können uns mehr oder weniger für die Eigenschaften Power On, Connected Wi-Fi und Warning eigene Farben überlegen. Heißt, wenn wir zum Beispiel wollen, wenn das Ding an ist, soll das orange leuchten, weil sonst alles im Orange ist, können wir hier auf Orange drücken und der stellt uns hier die RGB-Farben für Orange ein. Wenn ich mit dem WLAN verbunden bin, soll das Ding halt zum Beispiel blau leuchten und wenn Warning ist, soll das Ding rot leuchten.
Wir können neben den Standardfarben, die wir hier haben, aber auch halt mal komplett rumspielen. Das heißt, wenn man jetzt zufällig wüsste, wie der RGB-Code für irgendwie eine Pink ist, weil man halt alles in seinem Auto pink haben will, dann könnte man, also Rot ist da wahrscheinlich relativ viel bei, vielleicht ein bisschen Blau und vielleicht ein bisschen Grün. RGB-Farben und die Zusammensetzung kriegt ihr relativ einfach im Internet. Ich verlinke mal irgendwie eine Seite in der Beschreibung, wo man sich anhand so einem Farbpicker dann die RGB-Farben rausziehen kann. Das gleiche geht auch für die Remote. Bei der Remote haben wir verschiedene Optionen. Das heißt, wenn wir auf die Remote draufdrücken, haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wenn die Remote an ist, ist sie standardmäßig im Main-Level. Das heißt, wir können halt die Main-Lautstärke einstellen. Und dafür haben wir die Möglichkeit, hier auch einen Status Licht zu setzen. Wenn alles 0 ist, ist das Ding aus. Das heißt, wir können auch hier zum Beispiel auf Weiß drücken. Heißt, wenn unsere Fernbedienung weiß leuchtet, wissen wir sind im Main-Level-Modus. Dann gibt es die Möglichkeit, in den Sub-Level-Modus zu kommen. Der Sub-Level-Modus kann auch eine Farbe haben. Das heißt, wenn das Ding halt irgendwie dann orange leuchtet, dann wissen wir, okay, jetzt stellen wir den Volumen vom Sub-Level ein. Der Sub-Level ist halt immer unser Ausgangskanal. Das heißt, wir haben hier den Sub-Out. Das ist unser Kanal 8 und das ist der Sub-Level. Bei mir wird es wahrscheinlich sinnfrei sein, weil ich den Subwoofer auf meinen Tieftönern, auf den Tieftonausgängen 3 und 4 legen werde und deswegen halt diese Option gar nicht nutzen kann. Und dann gibt es noch zwei verschiedene, die zwei Presets, die wir quasi einstellen können, Memory A und Memory B. Heißt, wir können zum Beispiel einen Preset fahren für ruhige Musik oder halt, ich habe mein Hex-System noch an und ich will halt einfach nur irgendwie fahren. Und ich kann mir natürlich einen Setup bauen für, ich will jetzt halt einfach mal richtig Spaß haben und den Tiefton ein bisschen mehr prügeln. Auch da können wir uns halt frei Farben konfigurieren, wie auch immer. Ansonsten können wir noch die Software hier auf der Endstufe aktualisieren. Ist jetzt bei mir nicht möglich, weil es nicht verbunden ist. Und wir können die komplette App zurücksetzen. Das machen wir einfach mal. Jetzt ist alles wieder so, wie es war. Der wichtigste Bereich dieser App ist logischerweise der Tuning-Bereich. Das heißt, da gehen wir mal drauf und gehen auf Input-Level und da können wir erstmal die Lautstärke, die Eingangsempfindlichkeit einstellen. Heißt, wir haben hier unseren Digitaleingang und können sagen, okay, wie viel soll hier reinkommen. Das werden wir mal machen, wenn die Endstufe eingebaut ist. Dann werde ich euch dann ein bisschen zum Einstellen mitnehmen. Aber hier können wir quasi gucken, okay, wie viel Eingangspegel kriegen wir. Das zweite Wichtige sind die Output-Settings und wie ihr seht, wenn ich nicht verbunden bin, dann ist ja standardmäßig schon mal alles vorkonfiguriert. Das heißt, wir haben ein Zwei-Wege-System, wir haben einen Center, wir haben hinten ein Passivsystem und wir haben einen Subwoofer eingebaut. Hat jetzt nichts mit meinem Setup zu tun, deswegen ziehe ich das hier alles mal raus. Dann haben wir hier erstmal nichts eingebaut. Und jetzt können wir von den Lautsprechern hier oben, können wir draufklicken, auswählen, was wir hier runterziehen wollen. Das ist relativ einfach, wenn man weiß, was ist. Bedeutet, wir haben hier die Tieftöner, wir haben als nächstes die Mitteltöner, dann haben wir Hochtöner, wir haben ein Coax-System und wir haben ein Passiv, also ganz normal ein System passiv getrennt. Bei mir ist es tatsächlich so, wir kriegen auf jeden Fall Hochtöner kriegen wir rein, wir kriegen Tief-Mitteltöner rein, muss ich jetzt als Mitteltöner auswählen und wir kriegen Tieftöner, weil ich ja die Subwoofer bzw. den Subwoofer hier zusammenfahren will und nicht getrennt. Ich kann es nur getrennt machen. Ist ein Doppelschwingspule, die bei mir reinkommt. Dementsprechend wird die ganz normal angeschlossen wie zwei Lautsprecher, aber da soll halt das gleiche rauskommen. Deswegen müssen wir da einmal drauf achten. Das zeige ich euch gleich, wie wir das machen. Ansonsten, ich habe keinen Center, den ich einbauen will. Ich habe jetzt auch keinen Subwoofer, der an eine Sub-Out rankommt. Wenn wir irgendwas hätten, könnten wir es tun. Ist bei mir nicht der Fall, das heißt, lassen wir frei. Bedeutet bei mir, sowohl der Kanal 7 in der Endstufe als auch der Sub-Out hat keine Funktion. Wir gehen einmal hier auf den Fall weiter und haben dann erstmal die Input-Settings. Das heißt, wir können jetzt auf jedes Gerät, auf jeden Lautsprecher draufklicken und sagen, okay, woher kriegst du Signal? Das heißt, wir auf dem ersten und wir sehen Digital Input 100%. Okay, der hier hat Digital Input Wide 100%, das ist auch in Ordnung. Tiefmitteltöner bei mir funktioniert natürlich genauso, rechts, links. Und die Tieftöner, da ist es geplant, dass die natürlich beides kriegen. Heißt, wir stellen links und rechts auf 50.
so dass die Tieftöner bzw. meine Subwoofer halt rechts und links 50% kriegen, insgesamt 100%. Bedeutet an der Stelle, dass wir hier halt immer Mischsignale haben auf den beiden Tieftonkanälen und dadurch kommt halt das Richtige bei uns rein. So, wenn wir das geschafft haben, können wir auf die Output-Settings, können wir auf die Advanced Tunings gehen. Advanced Tunings ist sicherlich das Interessanteste an dieser App. Hier können wir nämlich wirklich detailliert auf unsere einzelnen Lautsprecher eingehen. Wir haben verschiedene Menüs, wo wir hier durcharbeiten können. Das heißt, wir haben ein Level, wir haben die Laufzeitverzögerung, wir haben die Aktivweiche, den Equalizer und wir haben noch die Möglichkeit mit dem Mikrofon, was ich euch im letzten Video auch gezeigt habe, können wir ein Mikrofon anstecken und dann würden wir hier über die App auch den Frequenzgang sehen. Können wir hier gerade nicht, deswegen RTA lassen wir heute auf jeden Fall raus. Den Rest gucken wir uns an. Heißt, als erstes haben wir uns hier die Hochtöner und hier können wir tatsächlich dann halt schon mal so Lautstärkeanpassungen machen. Heißt, wir machen halt erstmal den, wie ihr seht, sind die verbunden. Das heißt, wenn wir hier so dran drehen, dann ändert sich beide Pegel gleichzeitig. Wir können aber immer auf dieses Knöpfchen hier drücken, dann sind die getrennt. Und jetzt können wir separat steuern. Das heißt, vorne links ist in der Regel ja näher an uns dran. Das heißt, der ist sowieso schon mal lauter. Das heißt, vorne links können wir ein bisschen leiser machen. Und vorne rechts soll dann halt ein bisschen mehr Pegel haben, damit wir die Bühne schön in der Mitte haben. Das gleiche können wir dann halt auch für unsere Woofer. Hier muss man natürlich aufpassen, das ist jetzt in meinem Fall der Subwoofer. Das heißt, den Subwoofer, den lassen wir immer in dem gleichen Modus. Ansonsten würden wir zwei verschiedene Signale rausgeben. Und dann haben wir noch die Midrange, bei uns die TMTs. Und da können wir natürlich auch sagen, getrennt, weil der rechts spielt, der soll einen Ticken lauter sein, als der links spielt. Damit hätten wir die Lautstärke schon mal angestellt. Wir gucken uns als nächstes mal die Laufzeitverzögerung an. Die Laufzeitverzögerung ist auch ein relativ einfaches Menü. Heißt, wir sehen hier die einzelnen Lautsprecher, vorne links, also Tweeter, Midrange und Woofer. Und wir können hier auch Gruppen erstellen. Das heißt zum Beispiel beim Subwoofer, ich will ja wirklich, dass wirklich 1:1 der gleiche Spaß rauskommt. Deswegen unbedingt setze ich hier mal den Subwoofer in die Gruppe 4. Weil dann ist es so, wenn ich hier an der Laufzeit regel, dass halt beide genau identisch sich anpassen. Das heißt, an der Stelle habe ich schon mal keine Verzögerung, weil ich beide in die Gruppe 4 gesetzt habe. Ansonsten will ich in der Regel ja die Lautsprecher separat steuern. Das heißt, vorne links soll ein bisschen Verzögerung kriegen, vorne rechts soll ein bisschen Verzögerung kriegen. Wir können es entweder mit Millisekunden arbeiten oder wir können das auch umschalten auf die Distanz. Dann ist es tatsächlich so, dass wenn wir einem Gerät jetzt quasi einen Abstand geben, die anderen Laufzeiten sich alle automatisch hochsetzen. Und dann kann ich auch beim zweiten ein bisschen rumspielen mit der Distanz. Und dann sieht man hier, nimmt erstmal die Laufzeitkorrektur erstmal wieder ab. Und ansonsten fängt die überall wieder an. In dem Menü können wir dann auch die Phasen drehen. Das heißt, wir können hier auf Phase drehen. Dann sehen wir hier einmal eine 180 auf diesem Lautsprecher. Heißt, dieser Lautsprecherkanal ist dann um 180 Grad in der Phase gedreht. Und in dem Menü können wir dann auch noch Lautsprecher muten, wenn wir gerade uns die Lautsprecher nicht anhören wollen, sondern zum Beispiel nur mit anderen arbeiten. Wenn wir hier auch fertig sind, können wir uns die Aktivweiche anschauen. Bei der Aktivweiche ist es das, was wir uns letztes Mal auch, beziehungsweise vorletztes Mal im Video angeschaut haben bezüglich der Passivweichen. Normalerweise haben wir eine Passivweiche bestehend aus Kondensatoren, Widerständen und Spulen, die dann halt wirklich auf das Frontsystem angepasst sind und ja, quasi die Frequenzen teilen. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir das tatsächlich aktiv machen können. Bedeutet ganz klassischerweise, wir haben halt erstmal einen Hochtöner. Einen Hochtöner wollen wir nur einen Hochton geben. Wir haben einen Tief-Mitteltöner, den wollen wir halt nicht den ganzen Hochton und aber auch nicht den ganzen Tiefton geben. Und dann haben wir noch einen Tieftöner, dem wollen wir halt den Tieftonanteil geben. Wir machen das einmal kurz. Wir können hier standardmäßig, wenn wir im Crossover sind, können wir als erstes den Filter-Tab setzen. Und das können wir mit dem Drehen oder das können wir auch mit dem Plus- und Minuszeichen hier. Und das, was wir beim Hochtöner haben wollen, ist ein Highpass-Filter, weil wir wollen dem ja nur einen Hochton zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben hier einen Highpass-Filter ausgewählt. Wir können als nächstes sagen, okay, wie steil die Flanke hier sein soll.
Nehmen wir mal halt einfach mal 18 dB, das ist jetzt grob geschätzt. Und dann machen wir auch nochmal die Trennfrequenz. Und die Trennfrequenz für den Subwoofer machen wir mal erstmal so auf knapp 3000 Kilohertz. Das sollte jetzt erstmal jeden Hochtöner irgendwie klar machen. Um jetzt die Lautsprecher zu ändern, das heißt, wir sind jetzt quasi bei vorne links. Das gleiche müssten wir bei vorne rechts machen. Das heißt, wir klicken auf die Lautsprecher, klicken auf vorne rechts drauf und machen das gleiche. Das heißt, auch hier machen wir ein Hochpassfilter, 18 dB und hier entsprechend auch die Trennfrequenz. Mit den Minusen und Plussen können wir halt hier das einstellen, was hier eingestellt wird. Das heißt, hier steht jetzt 1 Hertz. Jedes Mal, wenn ich drauf drücke, haben wir 1 Hertz Unterschied. Wir können, wenn wir hier drauf drücken, wechseln zwischen 1 Hertz, 10 Hertz, 100 Hertz und 1000 Hertz. Das heißt, wenn ich bei 1000 Hertz hier quasi rumspiele, dann habe ich immer 1000 Hertz Schritte. So können wir halt auch die richtigen, also auf beiden Kanälen tatsächlich die gleichen Werte einstellen. Das funktioniert. Wenn wir die Hochtöner durch haben, machen wir halt weiter mit den Tiefmitteltönern. Die Tiefmitteltöner sollen einen Bandpassfilter kriegen. Das heißt, die haben sowohl oben abgeschnitten als auch unten abgeschnitten. Auch hier machen wir mal 18 dB vorne, 18 dB hinten. Und dann können wir auch hier nochmal die Frequenzen ändern. Das heißt, wir gehen hier mal so bis, sagen wir mal, 95 Hertz und da 2, dann haben wir quasi so ein schönes Band, wo der Tiefmitteltöner spielt. Das gleiche ziehen wir dann halt auch nochmal auf den hier. 18, bisschen runter, ein bisschen hoch. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Und jetzt müssen wir halt nur noch die Subwoofer konfigurieren. Bei den Subwoofern gucken wir, dass wir halt wirklich alles 1:1 gleich haben, ansonsten raucht er uns weg. An der Stelle brauchen wir einen Low-Pass-Filter. Machen einfach Nummer 18. Und der fängt halt relativ spät an, weil er soll uns ja hier hinten quasi nur den Subwoofer unterstützen. Das gleiche auch nochmal hier. Und was wir natürlich machen können, kann ich euch jetzt zeigen. Wir können diesen Knopf drücken, dann sagt er, okay, was soll ich nehmen? Und dann nehmen wir, kopieren mal das linke zum rechten, weil den linken hatten wir ja schon eingestellt. Und jetzt haben wir tatsächlich so, dass wir auf beiden Kanälen, sind beide ausgewählt, hier die gleiche haben. Jetzt haben wir natürlich oben alles auch gleich von der Trennung. Das heißt, wir haben die Aktivweichen soweit jetzt fertig eingestellt und können eigentlich ins nächste Menü. Das nächste Menü ist unser Equalizer. Wir klicken einmal auf Equalizer und wir sehen, grundsätzlich ist das Ding erstmal flach. Heißt, wir haben jetzt erstmal nichts eingestellt in unserem Equalizer. Wir können aber hier verschiedene Sachen auch machen. Das erste, was hier jetzt quasi ausgewählt ist, ist das Band. Wir haben nämlich tatsächlich, wir sind jetzt gerade auf unserem Hochtöner vorne links und auf unserem Hochtöner vorne links haben wir insgesamt, wir sehen hier die Anzahl, Band 10 und Band 1. Das heißt, wir haben insgesamt 10 Bänder, die wir frei konfigurieren können im Equalizer. Wir haben 10 Equalizer-Kanäle auf jedem Ausgangskanal und zusätzlich kann man hier auch nochmal, also hier kann man jeden separat anschauen. Das heißt, wir haben für vorne links, für vorne rechts, für jeden einzelnen Kanal haben wir einen 10-Band-EQ. Das ist schon mal super. Und dann haben wir noch was anderes. Und zwar können wir hier nochmal wechseln also von Channel-EQ auf In. Das ist quasi der Eingangs-EQ. Und beim Eingangs-Equalizer ist es so, dass wir 21 Kanäle haben. Das heißt, wir haben 21 Equalizer-Bände, die wir auf dem Eingangskanal links und natürlich an der Stelle auch auf dem Eingangskanal rechts fahren können. Insgesamt, wenn man so will, könnten wir dann 31 Kanäle haben, aber wir haben halt 21 im Eingang, die sind über alle Lautsprecher, die hinten rauskommen, und pro Lautsprecher haben wir dann nochmal 10 Ausgangs-Equalizer. Bei den Ausgangs-Equalizern, wir wählen jetzt einfach mal einen aus, haben wir verschiedene Möglichkeiten, was wir da machen. Das heißt, wir können zum Beispiel die Frequenz einmal ändern, das heißt, da verschiebt sich der Punkt, wo wir sind. Wir können von der Lautstärke, standardmäßig stehen wir auf 0, das heißt, wir können an der Stelle hier ein bisschen runtergehen. Das heißt, wir haben jetzt halt den Gain hier um minus 3,7 dB runtergezogen. Den Gain können wir in 0,1 dB Schritten anpassen. Dann haben wir noch bei Q. Q ist an der Stelle unsere Güte. Das heißt, wie breit oder schmal sich dieser Filter auswirken soll.
Und als letztes haben wir noch den Typ. Standardmäßig haben wir einen parametrischen Equalizer PEQ, können aber halt auch beim Typ nochmal auf einen High-Shelf-Filter und auf einen Low-Shelf-Filter wechseln. Was das alles bedeutet, sehen wir am besten hier in der schönen Grafik. Das heißt, wir sehen einmal haben wir einen Anstieg im Hochton und einmal haben wir einen Abstieg im Hochton. Das sind unsere EQ-Einstellungen. Die können wir tatsächlich dann halt pro Gerät machen. Das heißt, wir können jetzt auch das nächste Band auswählen und sagen, okay, ich will hier nochmal irgendwie was dazu buttern, sodass wir halt am Ende wirklich einen sauberen Frequenzgang hinkriegen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir das Advanced Tuning soweit durch. Dann sind wir fertig, können das Setup abspeichern und wir sehen hier, Sublevel ist ausgegraut, weil ich kein Subwoofer ausgewählt habe. Ich habe ja in meinem Setup gerade keinen Subwoofer genommen, das heißt, ich kann gar nicht in diesen Sublevel rein. Das, was natürlich weiterhin geht, ist mein Mute-Button. Das war's. Wir haben jetzt quasi gesehen, wie wir mit dieser App hier rumspielen und quasi unsere Endstufe konfigurieren können über WLAN. Das heißt, wir haben keinen Stecker angeschlossen, gar nichts. Das ist halt alles über WLAN gegangen. Fällt gerade auf, das Teil hat gar keinen Stecker. Das heißt, wir können auch gar kein USB-Kabel anschließend konfigurieren. Das läuft nur über WLAN. Übers Handy ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. In der Regel, wenn man eine Endstufe einstellt, ist es so, dass man halt einen Laptop auf dem Schoß hat, wo man halt auch ein Messmikrofon dran hat. Und man ist sowieso am Werkeln und will halt Werte genau eingeben. Das ist auf dem Handy tatsächlich alles ein bisschen schwierig. Dafür hat sich Eaton auch was ausgedacht. Und zwar, es gibt tatsächlich auch eine DSP-Control-Software für den PC. Leider nur für Windows. Das gucken wir uns aber einfach mal im nächsten Video an. Vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, einfach unten in die Kommentare rein. Wir probieren noch ein bisschen mit dem Radio rum in den nächsten Videos. Und ja, bis bald. Ciao.